Danke, dass das nach seinem Tod direkt freigeschaltet wird. Appreciated. If you must weep, then weep. I shall be here for you. Danke. Well, it would be ridiculous to not feel anything after something like that. Go on and let it out. I am here. So. Was kann hier noch liegen? Eine Eulenfeder. Dann laufen wir einmal als allererstes mal zu Bernie. Die nicht zu Hause ist. Wo hockt die denn rum? Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Wo ist die da hinten in der Ritterhalle? Komm mal her, Mädel. Je nachdem, wie viel jetzt hier noch zur Ritterhalle zählt. Hier. Das sind unsere. Die Orangenen sind nicht unsere. Ist das ja auch noch als Ritterhalle? Hier ist Anna. Hä? Ach, das da drüber. Zählt eventuell auch noch als Ritterhalle. Ja, da ist sie. Right. Professor, I brought some flowers for Gerald. Ich danke dir. It's the least I can do. Sometimes I feel like all I do is run away. Anyway, I'll go lay them out. Habe ich ein verlorenes Geschenk zufällig für dich? Nee. Was mag sie denn? Noch in höheren Güteklassen. Ist Bernie eine Blumenfreundin? Sag mal, zur Not geht immer die Eulenfeder. Wow, thank you so. So, hat das zufällig gereicht? Nee. Anyway. Soll ich dir noch was schenken? Kann ich dir einfach noch eine Eulenfeder schenken? Wow. Kann ich dir noch eine Eulenfeder schenken? Wow. Ja, jetzt mag sie mich. Die Frage ist jetzt... Da unten ist das Gespräch. Also hoffentlich. Kann auch sein, dass es noch ein anderer ist. So. Teach. Okay, Claude, dann halt erst du. Hey, Teach. Do you believe in gods? I don't necessarily mean the goddess of the Saros religion, just gods in general. Do you believe that incredible beings who control the fates of all really exist? Ja. That's not the answer I was expecting. Though, honestly, I've recently become a bit of a believer myself. I've always hated the idea of praying to a god. After all, you can only really rely on yourself. I still believe that. You can't win a war by leaving your fate in the hands of a god. Only tangible facts can really decide a war. Which side has the most troops, the best tactics, the better organization and planning. Of course, miracles can happen. And by that, I mean things that are completely outside of your control. Things that only seem to add up if you believe in the concept of fate. Things like, well, like meeting you, for example. You just seem sort of impossible. I think everyone would agree with that. You can wield the sword of the creator, you're a tactical genius, and you have this strange ability to earn the trust of anyone you cross paths with. Before I met you, I never imagined that it was possible for someone like you to exist. And yet, now that I know you, your presence in my life has quickly become invaluable. In fact, it's hard to imagine making my dreams come true without your help. Because of that, I can't believe for a second that our meeting was just a coincidence. That means it must have been fate. Maybe it was a miracle. Or maybe some god empathized with me in my dreams. Ob jetzt Zufall oder Schicksal? Same feeling. Again, I don't mean the goddess of Fodlan. Though,
I suppose it may be hard for you to grasp what I'm talking about. People all over the world have different ideas about who or what the gods are, right? Even in distant lands across the ocean or over the mountains. They have gods who see the world as a whole, who don't care about Fodlan's borders, who don't meddle in our affairs, who don't grant life or take it away. And maybe, sometimes, they'll make a miracle happen. A god like that, that's the sort of god I think I could believe in. Ich glaube, ich verstehe dich. Oder auch Careful, nicht. Teach. You'll anger the followers of Seros if you say things like that. I'm just speaking my mind, that's all. I think people should be free to believe in whatever gods they want. If a person believes in a god and that god becomes a support system for them, that's a good thing. That's what a god should be. Gute Aussage von ihm. Anyway, maybe I've overstepped a bit. Das ist egal. I knew you'd understand. Wenn jemand dann In any irgendetwas... case, let's keep this conversation between the two of us, yeah? Ich muss noch weiterreden. Das Haus, also wärst du fertig. Jetzt? Okay. Wenn irgendjemand an irgendeinen Gott glauben möchte, dann soll er das ruhig. Da spricht nichts gegen. Da muss man auch keinem schlecht reden oder so. Da hinten ist noch ein Supportgespräch. Dann laufen wir da jetzt hin. Vielleicht ist das ja Bernie. Ja. Haben wir doch nebenbei den C-Support mit ihr. Thank you, Lady Bernadetta. I will take my leave. Oh, good. Bye! Goodbye! Finally. Oh, that was awful. Just terrifying. Was ist denn so schrecklich? Please don't sneak up on me like that! That lady asked me to show her around. I tried to be polite, but strangers are just so nerve-wracking. Um hier scheinst du keine Angst zu haben. Now that you mention it, I think you're right. I don't know if I ever have felt scared around you. I wonder why. You know, Professor, you might be the first person I've been able to speak to normally since I got here, and I have no idea why. Yay. I'm happy about it too. When we first started out here, we had to do drills outside. I skipped those every chance I got. It's a terrible idea going out in the forest with all these people you don't even know. Thanks to you, though, I can actually make it through class now. I'm grateful for that. I don't know what I'd do if you weren't here. Alles okay. Sorry. I'm okay. I am okay. I'm doing just fine. I feel safe here, thanks to you. Hast du im Gewächshaus gesungen? What? You saw that? Why would you see that? You were watching me? That crosses the line, Professor. Singing? Me? Why would I be singing? I'd never be singing. I've never been so humiliated. Useless, worthless, unmarriageable. Ups. Oder so. Okay. Wasn't me. Ich habe nichts von Gesang gehört. Nee, nee. Habt ihr Gesang gehört? So, und jetzt können wir dich doch wahrscheinlich zum Tee einladen. So, jetzt kann ich das nämlich auch machen. Unmarriageable. So, was mag Bernie denn potenziell für einen Tee? Du siehst mir eher aus wie so ein Früchtetee. Mit Honig. Ja, doch. What is it? Did I do something wrong? You went out of your way to get my favorite tea? That's so nice. Cool. Thanks so much. Not cool yet. Es war übrigens geraten, dass es ihr Lieblingstee ist. Wonach man strebt? Nein. Schwächen überwinden. Okay. Perfekte Rezepte. Ja. Und
Geschenke? Yes. Okay, ich hätte fast die fleischfressenden Pflanzen genommen. Aber ich dachte mir schon vielleicht steht sie nicht My auf mother works in Pflanzen. the Imperial capital. People there say she's a genius. Bewundern? I see. Cool. Bewundern war anscheinend in Ordnung. Yay! Professor! Still too hot. What? Huh? Das, What? okay. This was great. Haben wir unsere Teestunde mit Bernie jetzt auch nachgeholt. So. Dann erkunden wir jetzt so langsam mal das Kloster. I slipped quietly into the vault and rummaged about, looking for anything we might find useful. There is a group of people who want to kill us, after all. What? This is no time for asking permission. I learned long ago that one can ask permission or forgiveness. It is rarely useful to request the former. Okay, entweder eine Erlaubnis oder um Entschuldigung bitten. Nun. Still, it appears the knights have already taken everything useful. There were crest-related objects I thought might be worth studying, so... There you go again with that stern look. Of course I'll put them back when I'm done, assuming they bear no additional use. Nineport sagt, es ist Zeit für eine Pause. Dann wird sich das wahrscheinlich sogar jetzt am ehesten anbieten, bevor wir mit der Erkundung richtig loslegen. Heißt, wir drücken der Katze noch ein paar Fische rein, bis sie uns ein Geschenk gibt. Cool, ein Giftstein. Gut, dass ich den genommen habe. Ich glaube, den willst du nicht. Stellen uns hier an das Grab. Eine Schweigeminute für Gerald. Und eine Pinkelpause für euch. Von daher, bis gleich. Okay, wir wollen uns nur ein bisschen erkunden. Nachdem wir uns um unsere Teestunde mit Bernie noch gekümmert haben. Und mit wem war das jetzt nochmal Essen? Happy Baltus? Oder Hilda? Hilda Baltus, okay. Machen wir gleich auch noch. So, ach, das ist nur wieder so eine Klosterquest. Okay. I trained with Gerald just the other day. Why? Why did he have to go and die? It's too awful. He didn't deserve it. Keiner hat's verdient. Gehen wir hier unten erstmal weiter. Eine Puppe ohne Nase. Okay. Hier war Anna, ne? Ich vorhin noch I gesehen. heard Gerald passed away. My deepest condolences. I knew him long before I ever even met you. He was always so much fun to be around. It's such a loss. Hey! Ah, da hinten liegt noch was. Ein Köder. Wobei gehen wir erstmal die Seite mal komplett runter. Dann wiederum ist hier keiner mehr. Nun. Warum ist diese Leiter dort? Die führt einfach nirgendwo hin. Die Fenster sind safe, zu klein, dass da irgendjemand einsteigen kann. Einfach random hier an den Turm angelehnt. Wahrscheinlich ist die eigentlich dafür da, um da das Dach zu reparieren. Und da sie da an dem Dach nicht hält, hat man sie da dran angelehnt. Und dafür habt ihr meine Streams. Um Sachen zu hinterfragen, die sich sonst einfach keiner fragen würde. Oh no. Professor, thank you for all you have done for us. Nothing to report today. He's got nothing to report. Und dann haben wir hier wieder diese glückliche Musik einfach auf dem Markt. Was? Spiel, don't do it. What do you require? Oh, kann nichts wieder herstellen. Right. Meine Bataillon hat einfach keine Arbeit gemacht, weil es so billig war, der Kampf. Hi there. Also die Mission selbst. I'm so sorry. I never quite know what to say at times like these.
Just don't push yourself too hard too soon. It's okay to allow yourself to be sad right now. Losing someone dear to you. Well, each loss is unique, but it's a feeling I know very well. That said, Professor, Sie hatte ja auch, glaube ich, ihren Yes. Verlobten verloren. Erfährt man auf Svenjas Seite, glaube ich, ein bisschen besser. So, heute gibt es ungewöhnlich viele Fische. Ne, viele ungewöhnliche Fische. So rum. Wo ist noch jemand? Da. Captain Gerald's gone. He's gone. And we'd only just reunited. I'm sorry. I'm sorry. I'm sure this is even harder on you. But I just can't. I can't believe. Irgendwas für dich. Oh, that's mine. Thanks. Hello there, Professor. It is a shame what happened to Gerald. I am sorry. There are no words. Leave some flowers on his grave for me. Das ist auch ganz nett. Ich meine, manchmal braucht man wirklich gar nicht mal so viele große Worte, sondern einfach nur sagen, ne? Einfach das sagen, was man gerade denkt. Nicht jeder kann da ewig lange reden, da schwingen. Oh cool, ein Eilel-Granatapfel. Oh cool, und mein Dozent habe ich noch erhöht. Aktivitätspunkte zum Erkunden wurden erhöht. Ja. Gut, dass es während des Erkundens erst kommt, aber... Packen wir mal ganz viele violette Blumensamen einfach rein. Aber scheint anscheinend was zu bringen, da die bessere Erde reinzuschmeißen. Ist da irgendjemand? Ja. Du könntest doch auch die Blumen einfach dahin legen. Schon, ne? Professor, I'm scared. I feel that I don't understand the world. How could something like that happen to Gerald? He was so strong. Halte durch, auch wenn du Angst hast. You're inspiring, Professor. I'll do my best. Nicht irgendwas für dich. Ist einfach alles nur Kirche. Und einen schönen Kampf für Dorothea. Professor. Hello there. So. No. Hier war jetzt keiner mehr, das heißt einmal in den Speisesaal. Professor? What happened to Gerald? It's terrible. If there's anything I can do, simply ask. Even if what you desire is revenge, I'll gladly lend you my power. We can't let them get away with this. Also gerade wenn es ums Kämpfen geht, ist Edelgard immer schön mit dabei. Professor, I'm so glad you're okay, Professor. I was so worried. Oh, Professor, you must be starving. Mercy and I made some sweets for you. We were thinking that if you were to eat something sweet, it might help you feel better. Baking sweets is my specialty. I'm sure they'll do the trick. Ist schon echt nett, wie uns einfach jeder aufheitern möchte. Professor, please lend us your ears. Ferdinand is saying impossible things. I do not see what is impossible about it. All I said was that if you want to go back to Brigid, you probably can. You are the Empire's guest, so to speak. They cannot afford for something bad to happen to you. There would be a diplomatic incident. Someone close to us has turned up dead. So one could argue that you are not safe here anymore. I am not returning to home until I have grabbed my goal. I will not be listening to the words of Ferdinand. No, look, I did not mean to pressure you. Apologies for the misunderstanding. Dass das Ferdinand da teilweise gesagt hat, war leider viel zu ironisch und viel zu unpassend irgendwie. Weil, falls ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gelesen habt, aber der Synchronsprecher von Ferdinand ist ja heute verstorben. Und der redet da auch gerade so ein bisschen über den Tod und... This is not Okay, das ist doch nicht deins. Dachte mir entweder Petra oder Dorothea.
Mantel könnte zu Kasper, glaube ich, gehören. The other night, I had the honor of sharing a drink with Gerald. He was pretty tactless, honestly. He could be blunt at times, but he always looked like such a proud, happy father whenever he spoke of you. So. Hat denn hier jemand wieder was im Garten liegen lassen? Oh, ich wollte gerade sagen, heute mal nicht, aber dann haben wir hier einen Pelzschal. Ne? Und einen Tee. Oha. Heute mal wirklich nur den Tee. Ich bin überrascht. Hi. Dann einmal auf zu den Klassenräumen. There is no one here who has not heard tales of Gerald's valor. We have suffered a most dear loss. I do not know what the enemy's aim was, but I do know this. After what they have done, we cannot suffer them to live. If there is anything I can do to ensure that justice is brought swiftly, you need only give the word. Okay. Einfach alle sind richtig nett zu uns. Mit der Accessoires-Hersteller, ich glaube, es war Hilda. Und von der Göttin Schwärm sind genau die beiden anscheinend. Professor, people are saying horrible things about Marianne. They're saying she's friends with the bad guys. If I hear someone say that, I'll... Leave it alone, Hilda. It doesn't matter. Wir werden die einfach zusammen That besiegen. would be the quickest way to resolve this. Come on, Marianne. Let's give it our all. Warum auch immer Marianne gerade mit denen Oh, you zusammenarbeiten soll. Hä? Professor, there's... Leave it... Habe ich jetzt... Ne, ich will mit ihr reden. Professor, there's... Leave it alone. Will mit Marianne? Keine Ahnung. Ja doch. What's this? Was? Eine flammende Liebeserklärung an die Göttin. Ja, dann wahrscheinlich Ignaz. Oder? Moment. Lass mich kurz mal zu Ignaz gehen. Ich glaube, du hast nämlich schon mal davon gesprochen, dass du von der Göttin schwärmst, dass sie so schön sein soll. Nein, ich will dir kein Geschenk geben. Ja, das war wirklich sein Brief. Deine Liebeserklärung an die Göttin. Sie hat vielleicht die Augen des Todes, aber arbeitet deswegen nicht mit dem Todesritter zusammen. Nun. Maybe. When I heard that Monica was with the enemy, I was surprised by how unsurprised I was. Something was just off about her. It's hard to explain. That said, whenever she had free time, she was always hanging around with Edelgard. I wonder if Edelgard is also... Oh, I'm sorry. No, I'm just being paranoid. Please ignore me. Zu welchem Haus gehörst du eigentlich? Moment, wo bin ich gerade reingegangen? Das Black Eagles Haus. Mädel. Edelgard ist deine... Was sind die eigentlich? Klassenleiterin? Stufenleiterin? Sowas in der Richtung? Und dann verdächtigst du deine eigene Dame hier? Finde ich jetzt nicht nett von dir. Entschuldige dich bei ihr. Dark expressions don't suit you, Professor. But well, I'm glad to see you out in the world again. It seems this month will be a quiet one around here. There aren't many knights around to liven things up. Most of the knights are gone, seeking out the enemy. Isn't that a bit much? I agree it's important, but is it a good idea to neglect the safety of the monastery? What do you think, Professor? Ihr macht euch zu viele Hopefully Sorgen. the knights finish their business and hurry back. I wouldn't mind having a few extra lances around. Gib dir mal selbst Mühe und pack deine eigene Lanze aus. Was haben wir denn überhaupt noch? Das wird Dorothea wahrscheinlich und ich denke mal Leonie. Und irgendwas zum Singen. Professor? Do you think we'll still be able to graduate? If dangerous things keep happening around here, who even knows? I'm worried. I hope that all the students and professors will be there to celebrate at the graduation ceremony. Ach, passiert doch selten mal irgendwie solche Unfälle. So viel ist nun auch nicht geschehen bisher. Hi, Teach. I see the storm in your eyes has passed. You're looking much better.
I've been reading Gerald's diary. The baby he mentions. That's you, isn't it? I can't understand about half of what's written here, but Gerald really cherished you. That much is clear. Das ist schön zu hören. Ach da, die Noten dann wahrscheinlich Annette, würde ich behaupten, die gerne singt. Professor, I'm sure you will pull through this because you're so strong, Professor. Best to stay calm during such tumultuous and upsetting times. We don't know the nature of our enemies. If we underestimate them, anything could happen. Wir sollten vorsichtig Yes, sein. I agree. I don't want to lose you too, Professor. Okay, ich passe auf. Jemand, der Taktik mag. Ah, da ist Dorothea. Professor, I've sung lyrics lamenting death many times on stage. But when something like this happens in real life, I'm lost. I don't know what to say. But I do know this much. Sir Gerald must have been very proud to have you as his child. Was habe ich jetzt gerade noch gefunden? Das könnte Claude gehören. Okay. Haben wir mal das abgegeben. Dann hat schon immer rüber nochmal zu Claude. Taktik klingt irgendwie so genau nach seinem Ding. Hi, T. I've been reading. I can't put Gerald. You Ja. Wenn wir hier gerade hin unterwegs sind, gehen wir noch die anderen Sachen auch ab. So, das eine Liederbuch für Annette. Oder hinten sehe ich noch was? Professor, I'm so... Oh, we were thinking... Did you find... Ich habe nicht mit dir gesprochen. I'm so... So. Oh, we were thinking... Das ist immer doof, wenn zwei Leute da stehen und du siehst halt erst ganz am Ende, nachdem du da versuchst, was abzugeben, erst ob du den richtigen oder den falschen angesprochen hast. So, und eins für Leonie. I'm sorry. Okay. Der Rest, den ich habe, ist für Kirche. Und ein Bärenkorb für irgendjemanden. Und jetzt finde ich wieder neue Sachen. You gotta keep yourself active during tough times, Professor. Even if it seems impossible. That's how I got through it when I lost my parents. If you need help with anything, just come and see me. Eating and training are my specialties. Essen ist immer I'm gut. not even close to being strong enough. I mean, Gerald was so much stronger than me, but even he... That's enough. I can't dwell on the past. There's no way to know what my future holds, but I do know one thing. Whatever happens, I have to make my own way in this world. I have to keep pushing so I can grow even stronger. Okay. Ist hier noch? Ach, Dimitri. Professor, I'm so sorry about what happened to Gerald. No, of course my sorrow is nothing compared to yours. The Knights are even now searching for our enemy's whereabouts. They are to report back the moment they find something. If you desire revenge, Professor, you can count me in. Wie nett, dass sowohl Edelgard als auch Dimitri meinen, wenn du irgendwie Rache üben willst, ich bin dein. Ich helfe dir. Das ist voll nett von beiden. Claude hat das safe nicht gesagt, oder? Bei dir? Wenn es dann hieß, hier, wenn du Rache üben willst, ich helfe dir. So, Zettel im Kummerkasten. Kann ich auch einen reinwerfen? Manchmal erlebe ich, wie jemand ausgetrickst wird und dann sauer ist. Aber wozu? Er sollte sich nicht über den Täter ärgern, sondern über seine eigene Leichtgläubigkeit. Hängt von... Diese Argumentation riecht nach schlechtem Gewissen. Nun. Das war anscheinend richtig. Ach, Hubert mit seinem Pegasus-Ritter. Aber was war da die richtige Antwort? Überwinde deine Höhenangst. Ja, Hubert möchte übrigens gerne ein Pegasus-Ritter werden. Ich überlege gerade, was ich einer jungen Dame mit Liebeskummer schenken könnte. Irgendwelche Vorschläge? Ist das Seth?
Ein Kochbuch, ein Buch, das dir beim Lernen hilft, eine schöne warme Decke. Eine Decke ist immer geil. Anscheinend gefällt ihm die Decke nicht. Hallo, wir haben Winter. Jede Frau freut sich über eine Decke, weil alle Frauen immer frieren. Ach da, hast du noch gar nicht gesehen. Goddess, hear my prayer. Please receive this beloved person. When the cold rain washes the body, when the bird and wolf announce the dawn, receive them into your blue blood, receive them into a twinkling star. That's a morning scripture from the Church of Saros. Lady Rhea taught it to me. I pray that Geralt is happy in the next world. Danke. Moment, habe ich für dich noch was? That's I pray. I don't know. I don't. 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 Nein, nichts für dich, Kleiner. Kann ich hier irgendwas machen? Wie weit sind die Sachen eigentlich? Ich könnte die Autorität eben noch leveln. This one? Dann habe ich zumindest alles so weit, dass mir nur noch die Erfahrung plus 10% fehlen. Und halt natürlich das letzte noch, aber haben wir zumindest alles Wichtige schon mal weg. This one? Ash, da. Not just Tomas, but Monica too. We can't be sure who to trust anymore, can we? Who are these people really? What do they want? Für dich irgendwas? Nee, du magst keine seltenen Waffen. Tiere mal. Tiere, es könnte Marianne sein. Oder Raphael. Beide mögen Tiere. Mal gucken, wen von beiden ich den Samenbeutel andrehen kann. Ja, Marianne. Und Felix ist eins weiter. Dem kann ich doch sicher das seltene Schwert andrehen. Da stehst du doch drauf. It seems isn't that a bit? Ja. So, und dann nur noch einmal ins Obergeschoss. Oh, Photons Enzyklopädie der Pflanzen. Cool, wollen wir ein paar Punkte bekommen. Monica von Ox. There is nothing suspicious in her past that would suggest this change of character. Her transformation must have something to do with her disappearance last year. Sadly, that is the extent of my knowledge. I wonder who kidnapped her, and why. First Tomas, and now Monica. I am so sorry. The failing was clearly our own. We didn't notice the enemy's invasion. And now Geralt. I apologize. There is nothing I can say to atone for our sins. Professor, please do not let your guard down even among the people of the monastery. There is no way to know where another enemy may be hiding. Schön, dass mir der Geistliche sagt, dass ich niemanden im Kloster hier trauen soll. Ein angelnder Magier. Das ist sehr nett von dir, Herr Geistlicher. Da hinten ist noch jemand. Really? Ja, really. Professor, you have lost your father. Now more than ever, do I understand how very lucky I am that you were able to save me. Professor, I deeply appreciate what you have done. Thank you. If there is anything at all I can do in return, please tell me, okay? Mhm. Du könntest irgendwas annehmen, was für den Stuff, den ich hier habe. Ah ja, sogar wirklich was angenommen. Magische Köder ist sogar von jemandem aus Black Eagles. I've never been much for condolences. Ja, danke, Hubert. Hubert wäre so 1:1 ich. So, ja, mein Beileid oder so. Ende. You've lost someone very dear to you. I'm so... You have my sympathy. Manuela and I can take on some of your workload this month. We can't do all the teaching, but at least we can lighten the load for you.
I've always seen strength in your eyes. I know you'll recover. You're a very strong person. Mhm. Ein verlorenes Item für dich. Dann halt nicht. I'm not. Right. I have something rather uncomfortable to discuss. It's about the weapon that killed Gerald. Will you listen? It was a dagger, but I know enough to know it wasn't an ordinary dagger. It wasn't made of iron or steel because, well, because whatever it was, the wound it left wasn't normal. Who could make a blade like that, do you figure? No. Wherever did this... Oh. No. Okay. Also zu Geralds Zimmer gehen wir natürlich erst als letztes. Zenith geht auch nur in seinem Zimmer hin und her, oder? Tomas, and now Monica. I do have a theory, though I admit it is nothing more than speculation. Both Tomas and Monica have each gone missing at one time or another. It was reported that when Monica returned from her disappearance, she began to act like a completely different person. As if, perhaps, the real Monica had been killed and replaced by an imposter. Thinking of it like that, it is possible that this Solon had been impersonating Tomas for some time. How they managed such a convincing change of appearance, though, I still do not understand. Magie. Wie immer. I'm sorry. Yes, this is... I'm sorry.